Mein Name ist Andreas Körner von, ihr seht es, PAX. Und ich bin heute hier, um euch unsere neue TMS-Tragenauflage vorzustellen, welche beheizbar ist. Diese Tragenauflage gibt es für jeden Tragetypen, der bei uns im Markt aktuell ist. Diese Tragenauflage besteht aus einer Vorderseite und, wie ihr seht hier hinten, aus einer verstärkten Hinterseite mit dementsprechenden Möglichkeiten, die Tragenauflage auf der jeweiligen Trage zu befestigen. Hintergrund dieser einfachen Befestigung ist die Möglichkeit, in unserem Rettungsdienst die einfache Desinfektionsgarantie zu gewährleisten, sodass wir auch bei der Desinfektion diese Tragenauflage einfach auf- und abnehmen können von der Trage. Ihr seht auf der Unterseite eine Lasche und eine Lasche am Fußteil. Diese Lasche habt ihr die Möglichkeit, dort ein Band durchzumachen, um die Tragenauflage auf der Trage zu befestigen. Des Weiteren seht ihr schon das verstärkte Material, von dem ich gesprochen habe. Es hat einfach den Hintergrund, damit die Tragenauflage während ihres Einsatzes nicht so schnell tatsächlich durchscheuert. Auf jeder Seite unserer Tragenauflage seht ihr die bewehrte Tuchfalte, wo das Einstecklaken eingesteckt werden kann, beziehungsweise das einmal Tragetuch befestigt wird, bevor der Patient auf der Tragenauflage liegt. Neben der Möglichkeit, wie ihr hier seht, die Trage zu befestigen mit einem Gurt oder mit einem Band, gibt es bei verschiedenen Tragenauflagen von dem jeweiligen Hersteller abhängig auch die Möglichkeit, mit diesem Hakensystem diese Auflage auf der Trage letztendlich zu verlasten. Ich baue diese Tragenauflage jetzt mal auf diese Spencer-Trage auf. Die Tragenauflage bei der Spencer-Auflage wird jetzt in diesem Moment einzig allein nur durch die Durchführung der Patientengurte auf der Trage gehalten. Patientengurte werden hier oben in dem Schulterbereich durch die jeweiligen Laschen durchgeführt. Und sobald der Patient auf dieser Tragenauflage liegt und letztendlich auch befestigt werden muss, wie ihr das alle kennt, ist die Tragenauflage auf der Trage gesichert. Unsere Tragenauflage, TMS-Tragenauflage von PAX, ist natürlich mit allen handelsüblichen Desinfektionsmitteln zu desinfizieren und desinfizierbar, egal ob das Wischdesinfektion ist oder auch eine Sprühdesinfektion. Das Herzstück in unserer Tragenauflage befindet sich unter dem Kopfteil des Patienten. Ihr seht das Kissen, welches dann nach Positionierung der Tragenauflage in die Trage natürlich verrastet wird. Unser Herzstück ist hier vorne, wie ihr seht, unser Akku-Case. Um das natürlich betreiben zu können, benötigen wir, ihr seht es hier, unseren dazugehörigen Akku, weiterhin unsere Ladeschale und unser 220 Volt bzw. auch 12 Volt Netzteil. Vor unserem Akku-Case seht ihr hier die sogenannte Befestigungslasche. Diese Befestigungslasche ist beim Einlegen oder beim Wechseln des Akkus dementsprechend zu öffnen oder zu schließen. Hier seht ihr unseren dazugehörigen Akku-Einschub. In diesen Akku-Einschub wird dieser Akku, den ich euch vorhin schon gezeigt habe, eingelegt. Ihr seht an dem Akku hier eine kleine Lasche. Diese Lasche wird als erstes in den Akku-Einschub gelegt und insgesamt wird der Akku dann mit diesen Kontaktflächen vorn in dem Akku-Einschub verrastet. Nachdem wir diesen Akku in diesen Akku-Einschub verrastet haben, wird dieser in unser Akku-Case eingeführt und verriegelt. Danach immer diese Verschlusslasche schließen. Unsere TMS-Tragenauflage von PAX ist natürlich ein aktives Medizinprodukt und muss vor jedem Einsatz bzw. nach jedem Einsatz gecheckt werden. Dies erfolgt recht einfach, indem wir den Button kurzzeitig 2 Sekunden drücken. Ihr seht dann dort an der LED den jeweiligen Akkustand, beziehungsweise wenn das System oder die LED-Lampe rot leuchtet, ist das System defekt. Das System wird gestartet, indem ich den On-Off-Button für ca. 3 Sekunden drücke. Das System startet immer in der höchsten Heizstufe bei 40 Grad. Diese ist stufenbar, regelbar durch unseren On-Off-Button auf 36 und 32 Grad. Nochmaliges Drücken
immer wieder in der höchsten Heizstufe beginnend. Heizelemente in der Tragenauflage befinden sich unter dem Oberkörperbereich und unter dem Gesäßbereich. Natürlich hat man die Möglichkeit, diese Tragenauflage vorzuwärmen bzw. das System erst zu starten, wenn der Patient auf der Tragenauflage liegt. In dieser Tragenauflage sind überall Sensoren verbaut, die das System tatsächlich überwachen. Sobald der Patient auf der Tragenauflage liegt und das System gestartet ist, ist die Temperatur, die vorher eingestellt wurde, innerhalb von 2 bis 3 Minuten erreicht. Dieser Akku ist ein Hochleistungsakku und dieser Akku hält bei ungefähr minus 10 Grad Temperatur bei einem 75 Kilo Patienten, durchschnittlichen 75 Kilo Patienten, ca. 3,5 bis 4 Stunden in der höchsten Heizstufe. Nach 45 Minuten schaltet das System immer wieder automatisch aus und muss händisch per Drücken auf dem On-Off-Button immer wieder neu gestartet werden. An diesem Akku, wie ihr hier seht, gibt es auch eine Anzeige, eine Kapazitätsanzeige. Diese ist aber immer ohne Last zu betrachten. Beim Desinfizieren ist das Akku-Case bei geschlossenem System spritzwasser- und staubgeschützt, sodass wir dort keine Probleme haben mit Eindringen von Flüssigkeit während der Desinfektion. Für unsere Präsentation unserer TMS-Tragenauflage von PAX haben wir natürlich keine Patienten zur Verfügung, sondern wir haben einen Dummy auf unserer Trage. Das ist eine Wasserrettungspuppe unserer Partnerfirma Ruth Lee, welche tatsächlich dem Erwachsenengewicht eines erwachsenen Menschen entspricht. Und ihr seht, unser Akku-Case hier vorne ist tatsächlich von jeder Seite oberhalb des Patienten gut zu erreichen und zu bedienen. Zu guter Letzt, eine Sache haben wir noch. Ihr seht hier unseren bekannten Akku aus unserer TMS-Tragenauflage, die natürlich wiederholt beheizbar ist. Dieser Akku ist verwendbar tatsächlich und jetzt neu in unserer Vakuummatratze von PAX. Mit demselben Akku, den wir bereits vorgestellt haben, ist unsere Vakuummatratze, in dem Fall hier eine Ergomat, tatsächlich auch beheizbar. Die Technik ist genau dieselbe. Ihr öffnet hier vorne wieder wie bei der Auflage das Akku-Case, verlastet diesen Akku in dem Akku-Einschub und schiebt es anschließend wieder in das Akku-Case. Das System wird geschlossen und dieselbe Geschichte funktioniert, wie gesagt, wie bei der Auflage, indem man den Button lange drückt und das System quasi anfängt zu funktionieren bzw. zu arbeiten. Das Akku-Case befindet sich in der Vakuummatratze unter dem Kopf des Patienten. Der Kopf ist dann ungefähr 5 cm erhöht und die 2 Heizflächen sind analog wie bei der TMS-Tragenauflage einmal im Oberkörperbereich und einmal im Gesäßbereich des Patienten. Neben dem Kreislauf und der Atmung ist natürlich die Körperwärme eines der fundamentalsten Vitalparameter unserer Patienten. Seid bereit für neue Innovationen in unserem Rettungsdienst.